Willst du wirklich dein ganze Leben 100% arbeiten? Man kann im Leben so viel mehr machen, als für irgendeinen Arbeitgeber sich abkrüppeln. Zack, da bin ich wieder und herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Heute reden wir darüber, wie ich es geschafft habe, dass ich nur noch 60% arbeiten muss. 60% arbeiten, klingt gut, oder? Wie du das auch kannst, das zeige ich dir in diesem Video, denn so schwierig ist es gar nicht. Seit rund 6 Monaten arbeite ich nur noch 60%. Jahrelang habe ich es probiert und es hat nie geklappt. Und jetzt habe ich herausgefunden, wie. Und wie das geht, das erzähle ich dir jetzt. Das Ganze hat natürlich mit Minimalismus angefangen. Dank Minimalismus muss ich nur noch 60% arbeiten. Und das Video tun wir jetzt in verschiedene Teile unterteilen, damit du Schritt für Schritt auch dorthin kommen kannst. Schritt Nummer 1. Es ist eigentlich ganz einfach. Damit du 60% arbeiten kannst, musst du deine Fixkosten runterbringen, weil wenn du weniger Ausgaben hast, dann musst du automatisch auch weniger verdienen. Somit kannst du weniger arbeiten. Wie habe ich das geschafft? Ursprünglich bin ich von einer 100 Quadratmeter Wohnung, die über 2000 Franken gekostet hat, in eine Einzimmerwohnung, die mich noch 1000 Franken gekostet hat. Mittlerweile wohne ich in einer Zweizimmerwohnung im wunderschönen Tessin, die noch 800 Franken im Monat kostet. Bald ziehe ich in Van und dann fallen diese Kosten auch weg. Ich glaube, ein grosser Teil, den du einsparen kannst, sind Mietkosten. Brauchst du wirklich die 3,5 oder 4,5 Zimmerwohnung? Überleg dir das einmal, weil wenn du mehr Freizeit hast, weniger musst arbeiten, dann kannst du mehr draussen sein, du kannst mehr unternehmen. Somit sitzt du auch nicht die ganze Zeit in deiner Wohnung. Generell Schritt 1 ist einfach mal Fixkosten möglichst weit runterbringen. Netflix-Abo, Spotify-Abo, dein Fitness-Abo, das du vielleicht gar nicht so oft brauchst und auch könntest einfach daheim Sport machen oder draussen in der Natur. Dann Essen. Wenn du viel Fleisch isst oder sonst verarbeitete Produkte, die teuer sind, dann probier mal deine Ernährung umzustellen, weil Gemüse und Früchte und generell eine vegane Ernährung ist viel günstiger als die normale, sage jetzt mal, die normale Ernährung, die man von daheim kennt. Ich brauche viel weniger Geld für Essen. Und das auch, weil ich eigentlich nie auswärts esse. Ich tue immer daheim kochen, ich tue Sachen vorkochen und so kann ich auch extrem viel Kosten sparen. Mach dir mal ein Budget und schau mal, welche Fixkosten du könntest einsparen. Das war Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2. Such dir irgendwie ein Nebeneinkommen. Ich habe damals, als ich noch in der Informatik gearbeitet habe, angefangen mit Fotografie und Videografie und habe das nebenbei aufgebaut. Mittlerweile habe ich eine Firma, die Content Creation macht und das ermöglicht mir auch, nur noch 60% zu arbeiten. Nicht, weil die Firma extrem viel Umsatz macht, sondern ich kann selber entscheiden, wie viel ich arbeiten will und ich muss nicht einen Chef oder Chefin fragen, ob ich jetzt nur noch 80 oder 60% arbeiten darf. Aber ich bin mir sicher, auch dein Arbeitgeber wäre bereit, dein Pensum auf 60% zu kürzen, weil 60% ist super, man kann zusätzlich nochmal jemanden einstellen für 40% und schon ist die 100% Stelle wieder abgedeckt. Dann hat man oft das Gefühl, in 60% arbeitet man nicht so viel wie in 100%. Ich habe aber gelernt,
dass ich in 60% viel produktiver bin als vorher, wo ich 100% gearbeitet habe. Ich tue meine 3 Arbeitstage viel gescheiter planen. Ich habe viel weniger unproduktive Zeit. Und es ist extrem, was man in 3 Tagen alles erreichen und kreieren kann. Und schlag doch einfach deinem Chef oder deiner Chefin vor, einmal für 6 Monate einfach nur 60% zu arbeiten. Und wahrscheinlich wird er sehen, dass du in dieser Zeit genauso produktiv bist wie in 100%. Seien wir doch mal ehrlich, wenn du 100% schaffst, wie oft machst du eine Kaffeepause, weil du nicht mehr magst? Oder du tust mit deinem Mitarbeiter über irgendwie ein Wochenende reden oder irgendetwas. Und wenn du nur noch 60% schaffst, dann hast du gar nicht mehr Zeit für das. Und du schaffst es, die 100% ganz sicher in die 60% reinzupacken. Was ist der Vorteil von 60% zu arbeiten? Ganz klar, du hast viel mehr Freizeit und Freiheiten. Und ihr glaubt nicht, was alles schon entstanden ist, seit ich nur noch 60% arbeite. Es kommen so viele Ideen in diesen 40%, was ich alles Neues anfangen könnte. 6 neue Hobbys, aber auch neue Geschäftsideen. Neue Startups, die ich gerne gründen würde. Oder auch zum Beispiel einfach mal kreativ sein. Für mich selber kreativ sein. Und nicht nur Videos für Kunden kreieren, sondern auch für mich selber. Und ihr seht jetzt hier, ich habe plötzlich auch wieder Zeit für YouTube und das ist wunderschön. Weil genau das mache ich gerne. Mich würde es jetzt natürlich noch wundern, wieso schaffst du noch 100%? Macht dir deine Arbeit so viel Spass? Oder ist es einfach nur, weil du so viele Rechnungen hast zum Zahlen? Wenn du jetzt denkst, aber mir reicht das Geld einfach nicht, wenn ich nur noch 60% arbeite. Du einmal ausrechnen, wie wenig Steuern du plötzlich zahlst, wenn du nicht mehr so viel verdienst. Meistens macht es schlussendlich gar nicht so viel aus. Und du musst dir auch überlegen, du musst 2-mal weniger in ein Büro fahren und auswärts essen. Weil wie viel Geld gibst du aus, wenn du im Büro bist? Ich damals habe gut pro Tag 20 bis 30 Franken im Schnitt ausgegeben, einfach damit ich auswärts essen konnte. Und von den Fahrkosten können wir jetzt gar nicht erst anfangen reden. Ja, aber was denkt mein Umfeld, wenn ich nur noch 60% arbeite? Ja, viele werden vielleicht sagen, du bist einfach faul. Aber was die Leute nicht verstehen, nur weil man für etwas nicht bezahlt wird, heisst das nicht, dass man nur auf dem Sofa sitzt und nichts mehr macht. Seit ich nur noch 60% arbeite, kreiere ich so viel mehr, ich bin viel produktiver, ich bin auch mehr draussen. Ihr glaubt nicht, was ich in diesem halben Jahr schon alles umsetzen konnte, weil ich plötzlich Zeit für andere Sachen habe. Und nur weil man nicht Geld dafür bekommt, heisst das nicht, dass das nichts Sinnvolles ist. Mir ist auch schon gesagt worden, ich habe einen Blog geschrieben, genau über das Thema. Den verlinke ich unten noch. Dort erkläre ich noch viel mehr, wie das Ganze funktioniert hat mit 60% arbeiten. Und auf LinkedIn hat jemand kommentiert, ja, aber man muss doch auch an die Gesellschaft denken. Wenn du weniger schaffst, dann zahlst du weniger Steuern und schlussendlich ist dann weniger Geld da für schulische Ausbildungen, zum Strassenbauen und so weiter. Aber was viele Leute nicht verstehen, ist, wenn man Freizeit hat, muss das nicht immer heissen, dass man nachher nur auf dem Sofa sitzt und nichts mehr macht. Man kann auch irgendwo auf einem Bauernhof in dieser Zeit helfen und dann gibt man in der Gesellschaft auch irgendetwas zurück oder in einen Garten irgendetwas, was einem Freude macht. Oder es kommen dann plötzlich Ideen, für irgendeine Firma zu gründen, wo vielleicht die super Idee ist, um in der Gesellschaft viel mehr helfen als mit Steuergeldern. Und es ist so, wenn du eine Firma hast schlussendlich, die gut ist und viel Umsatz macht, dann kommen viel mehr Steuergelder rein, als wenn du 100% krüppelst. So, und jetzt noch zum Schluss. Willst du wirklich dein ganze Leben 100%
arbeiten. Man kann im Leben so viel mehr machen, als für irgendeinen Arbeitgeber sich abkrüppeln. Ich glaube, wir Menschen sind eigentlich nicht hier auf der Welt, um 5 Tage in der Woche, 8 Stunden oder noch mehr zu arbeiten. Und ich glaube, es ist langsam auch Zeit da, damit sich das ändert. Wenn wir alle nur 60% arbeiten, dann müsste auch niemand arbeitslos sein. Dann hat es ganz sicher genug Jobs für alle Leute hier draussen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Getrau dich, wenn du gerne weniger arbeiten würdest. Wenn du gerne 100% schaffst, fair enough, dann mach das. Aber wenn du gerne würdest, dein Arbeitspensum reduzieren, getrau dich. Es wird funktionieren, denn man lebt immer mit dem, was man schlussendlich hat. Magst du dich noch damals erinnern, wo 1000, 2000 Franken weniger verdient hast? Das ist auch gegangen, oder? Du hast einfach mittlerweile deine Fixkosten automatisch angepasst. Wie wäre es, wenn du deine Fixkosten jetzt wieder senkst und so auch weniger musst verdienen und dafür mehr Freizeit hast? Weil glaub mir, es gibt nichts Wertvolleres als Zeit. Sachen, die du erlebst, das kannst du schlussendlich mit ins Grab nehmen. Das Geld nicht. So, und das war es wieder gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen hoch. Ich tue euch hier noch ein anderes Video verlinken. Vielleicht wird dir auch das gefallen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.